Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Pauline und ich heißen euch wieder herzlich willkommen zu unserer Frühjahrsmesse-Vorstellung. Viele von euch kennen es ja schon. Wir zeigen euch die ganzen neuen Designs, die in den letzten Monaten entstanden sind, auf schönen neuen Qualitäten, präsentieren das anhand von tollen Modellen und alle Artikel, die wir jetzt nach und nach vorstellen, sind ab dem 6. Februar, das ist ein Freitag, circa 9 Uhr über den Online-Shop bestellbar. Genau, und danach das Wochenende, der 13., 14. und 15. Februar, seid ihr herzlich willkommen, uns in Norton zu begrüßen. Dort gibt es auch viele dieser Stoffe und dort stellen wir auch noch unsere Herbst-Winter-Kollektion vor. Genau, die wird da exklusiv vorgestellt, auch anhand vieler Modelle. Und ja, ich Ja, würde sagen, und wer nebenbei vielleicht, wir haben auch die PDF-Datei unseres Swarfing-Magazins. Da können Sie auch nebenbei noch ganz, ganz viele Modelle entdecken, die wir natürlich jetzt hier nicht alle zeigen können. Einfach auch mal durchblättern. Das ist das ganz neue Magazin. Da werden wir auch ein paar Modelle gleich noch draus zeigen. Schnittmuster ist wie immer da, genau. vorhanden neben dem jeweiligen Modell. Und dann kann man da einmal Digital durchstöbern. durchblättern und Ja, genau, Schnitte stehen immer dabei. Welche Schnitte, Schnitte es, Artikelnamen, genau, Artikelnummer. ja. Und dann würde ich sagen, quatschen wir nicht so viel, sondern Geht's legen los. los. Der erste Artikel unserer Hausmesse-Kollektion ist der Artikel Landshut. Landshut ist ein Viskose-Leinen, sehr schön weich und trageangenehm. Hier haben wir einen ganz feinen Streifen auf Naturweiß, dann einen schönen Sandton in Meliert. Hier haben wir den Streifen immer in einem Schwarzton gehalten. Dann haben wir einen super tollen Camelton, ist natürlich auch die Trendfarbe gerade mit einem naturweißen Streifen. Khaki, der Klassiker dunkelblau, hellgrau, ein schönes mittelgrau und schwarz. Und Matthias hat 3 schöne Modelle da. Genau, hier jeweils die Hosen einmal in dem Marine, in dem Grau und in dem Khaki. Oben drüber jetzt ein einfaches Top, ob es jetzt ein Rip-Jersey, ein normaler Jersey ist. Pauline hat es gerade schon gesagt, also die Ware fällt sehr schön weich, ist richtig schön luftig, blickdicht und ja, ist eine richtig schöne, tolle Sommerqualität. So, weiter geht's mit dem Artikel Lissabon. Lissabon ist ebenfalls eine viskose Leinenmischung, auch blickdicht und ebenfalls der gleiche Einsatzbereich, wieder für Hosen und so weiter. Man kann es aber auch für Tücher und so weiter nehmen. Man kann es im Erwachsenenbereich, man kann es aber auch im Kinderbereich nehmen. Und gibt es dann auch in sehr vielen Farben. Und zwar habe ich hier oben einmal das das Schneeweiß, dann einmal ein Cremeton, dann ist hier einmal dieser Beige-Ton, Camel, hier nochmal ein dunkleres Camel, Altrosa, Pink, ein Flieder, dann ein schönes Dunkellila, Orange, Terrakotta, Khaki, Mint, Hellgrau, hier ist so ein Taubenblau, Petrol, Jeansblau, ein schönes Dunkelblau und Schwarz. Und auch hier haben wir ja ganz am Anfang schon angesprochen, das ist jetzt hier auch wieder ein Ausschnitt aus dem Lookbook und da sieht man auch, was man alles daraus machen kann. Ob es jetzt kurze Shorts sind, ob es Kleider sind, Oberteile, Blusen, also wirklich sehr vielseitig einsetzbar oder eben hier auch ganz raffiniert gemacht, wo dann 2 Farben kombiniert wurden. Ja, Tops, also das ist auch so diese ganzen klassischen Blusen, Kurzarmblusen für den Sommer, eine schöne Kombi, wo man wirklich im selben Farbspektrum bleibt, unten in Salbei, oben in Mint. Also das kann man wirklich alles ganz, ganz toll kombinieren. Du bist schon beim nächsten Artikel. Ja, so schnell geht's. Wild Stripes von Bienvenido Colorido.
Hier haben wir auch wieder Viskoseleinen und hier haben wir 2 bunte Streifen. Hier kann man ein Leo-Design sehen, viele Ornamente. Geht dann einmal, so ist der Rapport. Hier wiederholt sich dann wieder der Leo-Streifen in 2 bunten Varianten. Und natürlich auch wieder die trendigen Erdtöne haben wir hier auch aufgegriffen. Einmal in diesen Rosttönen und einmal beige mit Petrol. Dieser Artikel ist nicht sofort verfügbar, sondern hier haben wir den Liefertermin März. Dann kommen wir zu Artikel Irma. Irma ist auch eine viskose Leinenmischung mit richtig schön großen Blumen. Ja, Einsatzbereich ist dann auch eben für Kleider und so weiter. Genau, gibt es in 2 Designs. Hier auch nochmal die großen Blumen. Die zeigen wir aber jetzt nochmal vorne, damit ihr es etwas besser sehen könnt. Ja, einmal so ein richtig schönes Frühlingsdesign, Sommerdesign und natürlich wieder. Ja, das ist einfach im Moment Ja. diese Trendfarben, diese erdigen Töne. Also Genau. hier ist für jeden was dabei. Ja. Also wenn man wirklich gerne bunt mag und wenn man natürlich gerne die erdigen Töne liebt. Aber trotzdem elegant dann einfach auch. Ne? Ja, total schön. So, weiter geht's mit Artikel Paul. Paul ist eine Leinen-Baumwollmischung. Gibt es immer in 3 Designs und das in vielen Farben. Und zwar, es gibt einmal hier dieses Fischgratmuster, dann einmal einen feinen Streifen und einmal diesen einfarbigen, der ist dann so meliert. Und die anderen sind dann auch der mit dem Streifen ist im Hintergrund meliert. Genau, ist dann auch gewebt und gibt es dann einmal in dem Hellgrau. Das Ganze gibt es dann auch in Schwarz. Hier sieht man, glaube ich, noch mal ein bisschen besser das Fischgratmuster. Auch wieder der Streifen und der einfarbige. Das Ganze gibt es dann auch in einem Altrosa. Wieder mit dem Streifen und dem einfarbig melierten. Dann in einem Pink. Auch hier wieder der Streifen und der einfarbige. Dann darf natürlich auch Salbei nicht fehlen. Streifen und dann der einfarbige. Dann hier ein dunkleres Salbei. Hier haben wir einmal das Petrol. Auch wieder der Streifen. Ja, es ist also wirklich ein Petrol, ich sehe es gerade. Kommt ein bisschen bläulich rüber, aber es ist wirklich ein richtig toller, schöner, dunkler Petrol. Ach da, genau. Genau, wenn ich jetzt hier, die Farben kommen jetzt gleich hier oben, das ist wirklich hier oben Marine, hellblau und ein Jeansblau. Wir können es auch gleich nochmal vorne Nochmal zeigen, ja. Genau. Hier einmal dann das hellblau mit dem Streifen, der einfarbige Jeansblau und schönes Marine. Und Einsatzbereich ist hier, sehe ich hier auch wirklich für Blusen, auch im Kinderbereich für Hosen und so weiter. Also auch sehr vielseitig. Man kann ihn auch für Tücher nehmen, Kleider. Genau, und hier sind die letzten 3 Farbstellungen, und zwar einmal ein Sandton. Dann haben wir hier einmal ein Camel. Hier der passende Streifen und der einfarbig melierte. Und dann einmal ein Taub. Streifen und meliert. Zeigen Sie sonst gleich auch nochmal vorne. Aber hier könnt ihr dann auch schon mal alle Farben sehen. Zu klein. Ja. Komm nach vorne. Ja, wir haben auch noch ein ganz tolles Bild, was du zeigen kannst. Ja. Ja. Alles farblich passend. Und dann haben wir natürlich auch Modelle dazu. Ja, also wir haben hier einmal
ein Kragen. Also man kann wirklich total toll fein mitarbeiten, total kleine Details. Und dann haben wir hier, wenn man natürlich, im Februar kann es ja auch noch ein bisschen kälter sein oder im März. Und dann haben wir hier, zu diesem Artikel kommen wir gleich noch. Das ist der Artikel Yannick, unser Strick. Aber dann kann man natürlich eine Fake-Bluse machen als Rock, was man sich einfach überzieht. Und natürlich ist das auch keine Bluse, sondern auch wieder so eine Fake-Bluse. Und schon hat man ein total stimmiges Outfit und man kann es trotzdem tragen, auch wenn es kalt ist. Jetzt mal hier ein bisschen auf. Das ist eigentlich hier so ein Oversize-Pulli, der einfach so ein bisschen zusammengebunden wird. Und schon guckt es unten raus und man denkt, man hat wirklich eine Bluse an. Also mega schön. Ich glaube, hier kann man es jetzt ganz gut sehen. Ja, ich halte es mal. Genau, einmal das Fischgratmuster. So, rechts und links, ne? Ist immer so eine Sache, ne? Also, da jetzt gar nichts zu. Ich will's hoffen. Genau, hier sieht man es auch noch ganz gut. Ob rechts oder links. Genau, und da Ja, es Pauline, sind schon tolle Farben. ja, Also, total. Und Pauline, genau, Pauline hat jetzt die Mint- und Blautöne und ich halte jetzt nochmal das Petrol dazu. Das hat sie in der Hand. das Petrol habe ich. Genau. Mit den Blautönen ist immer so eine Sache. Genau, und dann einmal das Pink. Hier hätten wir Schwarz und dann noch die Beige-Töne. Ja. Aber nicht schön hier. Oh, ich finde, das ist gut so. Ja, eine sehr, 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 sehr tolle Serie. Vor Total, allem, wenn man die, ich kann es ja auch noch einmal kurz zeigen, einmal noch. Einmal noch? Mach mal. Wenn man das auch, je nachdem, welche Farben man hat, wenn man das halt so im Laden liegen hat oder im Online-Shop mal so ein Bild fotografiert, wo alles dann halt wirklich passend ist und ein Fischgrat, dann der Streifen, dann der melierte Uni da oben drüber, das sieht schon toll aus. Einmal kurz. Ich habe alles vorbereitet. Danke. Sehr gerne. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Mira. Ist sofort verfügbar, ist ein Baumwollleinen und hat die Haptik wie ein Popelin, halt mit 31% Leinen. Hier haben wir ein großes, ich sag griechisches Muster, also das ist so ein richtig tolles mediterranes Muster und haben wir in diesem einen Design. Weiter geht's mit Artikel Ira. Ira ist auch eine Baumwoll-Leinen-Mischung, auch ideal für Kleider, Blusen. Genau, gibt es in unterschiedlichen Designs. Hier einmal dunkelblau mit einem Beige mit den Zweigen und Blättern. Dann haben wir hier einmal auf einem hellen Untergrund, auch ebenfalls mit den großen Blättern in Orange, Terrakotta und dem Grün. Dann hier einmal dieses etwas wildere Design mit den unterbrochenen Linien. Und dieses habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Pauline hat dann schickes Kleid draus an und einmal schwarz mit dem, ja, so ein bisschen wie so ein Chevron-Muster. Ich kriege jetzt auch Ärger wahrscheinlich, aber Pauline, du könntest ja einmal nach vorne gehen. Ja, also ich habe es schon mal erzählt, ich hatte letztes Mal auch schon so ein Kleid aus dieser Qualität und es ist wirklich so, dass ich sonst immer Probleme habe, dass es hochrutscht oder so, aber es bleibt wirklich an der Stelle. Durch diese schöne Leinen-Haptik ist das wirklich richtig toll tragbar. Also wie eine viskose Webware, nur dass sie nicht verrutscht. Ja, und es ist halt Also auch, es bleibt auch wirklich die Bändchen halten. Das ist jetzt nicht so, dass die Bändchen aufgehen. Das hat wirklich Halt und es fällt schön. Das ist richtig angenehm. Also eine richtig tolle Qualität. Trage ich auch sehr, sehr gerne. ja. Ja, und es ist ja auch gerade diese Mischung, auch gerade mit Leinenanteil, ja. Leinenviskose, Leinenbaumwolle, sind wir auch viel nach gefragt worden. Hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal. Deswegen haben wir da jetzt auch einfach nochmal deutlich erweitert das Sortiment. Und es sind einfach auch im Sommer, auch wenn es dann wärmer ist, einfach auch wirklich sehr trageangenehme Qualitäten. Ja, also ich trage es lieber als viskose Webware, ja. Weil es halt ein bisschen luftiger ist, leichter und es ist halt ein anderer Griff. Es ist irgendwie, ja, schön. Ja.
Dann kommen wir zu dem Artikel Jasmin. Eine Stickerei, eine Baumwoll-Viskose-Stickerei. Und hier haben wir eine richtige 3D-Optik durch die Stickerei. Also, ich kann es einmal so seitlich zeigen. Also es ist eine richtig tolle, feine Stickerei mit Blümchen auf einer Jeans-Optik. Total toll für kleine Blusen, Kleider. Wenn man dann eine kleine pinke Leggings oder sowas dazu hat, finde ich es total toll. Und ja, kann man alles zu kombinieren, alle Farben vorhanden. Und diese Stickerei, die kommt im März zusammen mit den Wild Stripes. So, dann kommen wir zu Artikel Luna. Luna ist ebenfalls eine Stickerei. Hier einmal reine Baumwolle in zwei klassischen Farben, einmal rot-weiß und einmal marineweiß. Die Bogenkante ist beidseitig und genau. Und der Artikel wurde mir gerade zugeflüstert, kommt auch im März. Ich glaube, das hat man auch gehört, weil mein Mikrofon ist ja auch noch danke, da. Danke an die Regie. Und kommen wir zur nächsten Stickerei. Hier haben wir eine Jeans-Batik-Optik mit verbundenen Lochstickereien. Also hier haben wir einmal die Lochstickerei. Das kann man, ich halte mal hier meinen Finger hin. Da kann man es sehen. Das ist eine schöne Lochstickerei. Und dann sind die verbunden mit kleinen Feinstickereien im Zackenmuster. Auch sehr schön. Und hier haben wir auch diese wunderschöne Bogenkante für tolle Ärmelabschlüsse, für tolle Kleiderabschlüsse. Also da kann man wieder total toll mitspielen. Und kommt auch im März zusammen mit White Stripes. Dann Jasmin. Dann haben wir jetzt Jonte. Das ist der. Und Luna. Das sind die Artikel für März. Dann kommen wir zu Artikel Thea. Thea ist ein Musselin, gibt es in 3 verschiedenen Designs, und zwar einmal mit den kleinen Zitronen, jeweils auf hellem Untergrund. Dann einmal die kleinen Erdbeeren. Und die Kirschen dürfen dann natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir als Double Slab Musselin den Artikel Fleur. Double Slab Musselin, das ist der Musselin, der nicht krinkelt, also nach dem Waschen glatt bleibt. Hier haben wir Fleur, einmal mit feinen Blümchen in Aprikottönen und hier einmal in Blau-Petroltönen. Beide. Und diese Artikel sind Mitte Februar. Also die werden dann Mitte Februar nachgeliefert und ja, dann teilt sich das auch alles ein bisschen auf, dann ist es nicht wieder so viel auf einmal. Haben wir ja auch oft die Erfahrung gemacht, auch jetzt auf der H&H bald ist, da teilen wir es ja auch alles auf und so haben wir jetzt für Anfang Februar, was Sie sofort bekommen können, für Mitte Februar und für März. So haben Sie wirklich auf der Hausmesse nicht alles auf einmal, sondern es kommt wieder nach und nach und ich glaube, das war immer von uns auch, also wenn ich jetzt an Köln denke, dass wir es so gut aufgeteilt haben, haben wir es jetzt einfach auch mal für die Hausmesse so probiert. Dass es nicht auf einen Schlag alles kommt, sondern verteilt. Ja, da hat man immer wieder was Neues, kann immer wieder was Neues zeigen und die Resonanz kommt ganz gut an. Ja. Genau, hier haben wir 2 Modelle. Einmal das klassische Tuch, aber eben auch aus diesem Musselin, weil er einfach ein bisschen dicker ist und auch ja, nicht alles blickdicht. Und man kann ihn halt eben auch für Oberteile sehr, sehr gut nehmen. Und auch da wieder im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich, man kann ihn auch für so Pumphosen nehmen, man kann ihn für so weite Flatterhosen nehmen, also auch im Damenbereich. Und wir werden gleich auch noch eine Jacke sehen. Genau, die Jacke kommt noch und es kommen ja auch noch jetzt gleich viele andere Designs. Und Paulina hat schon gesagt, das Schöne ist, er ist halt glatt, er hat so ein bisschen diese Leinenstruktur, ist aber eine reine Baumwolle, krinkelt nachher Wäsche nicht. Also ist wirklich, in den letzten Jahren haben wir da ja immer wieder was, immer wieder neue Designs und ist eine schöne Alternative zu dem normalen Musselin, den wir ja sonst auch haben. Genau. Ja, das kann man hier auch toll sehen.
das Bündchen Heike ist ja hier verwendet worden, dass es sich nicht so doll aufribbelt. Also, dass es irgendwie so viele Falten schlägt, weil er wirklich viel Stand hat. Also, wenn man das Bündchen annäht, kann man es immer sofort sehen. Wenn das nämlich so ein dünner Musselin wäre, wird sich ja so ein bisschen aufstauen. Aber da kann man wunderbar toll mit dem Heike-Bündchen arbeiten. Ja, er ist halt ein bisschen schwerer Ja, und hat ein genau. bisschen mehr Griff, mehr Stand. So, dann bleiben wir bei der Qualität. Nur neue Designs, Artikel Adele. Und zwar einmal hier mit den kleinen Pusteblumen. Einmal auf Rot. Hier einmal ein dunkleres Salbei und ein Nachtblau. Und auch Leo darf hier natürlich nicht fehlen. Ein bisschen regenbogenmäßig. Genau, und auch dieser Double Slab Musselin. Und mit dieser Qualität machen wir weiter. Hier haben wir einmal von unserer neuen Designerin Hipsam Hub ein Leo-Design mit Watercolor-Streifen. Die Leo-Flecken sind auch in so einer Watercolor-Optik. Hier einmal mit Streifen, schön bunt, ideal für den Sommer. Und hier einmal der passende Streifen dazu. Und das Design haben wir auch nochmal in so einer Liquid-Optik mit großen Wasserflecken, mit bunten. Ist ein bisschen heller das Design. Und hier haben wir einmal ohne Leo, also haben wir hier beide Geschmäcker, die Animal Print total toll finden. Und wer nicht, der hat halt Gibt es ja dann auch. ohne Animal Print. Sollte es, habe ich schon mal von gehört, ja. Hast du gelesen, dass es ne? das gibt. Und ich Hast du aber noch nie liebe, jemanden getroffen, ne? nee, nee, schon gar nicht bei uns. Und jetzt kann ich einmal, also der ist ein bisschen farbintensiver und der ein bisschen heller. Ja, hier haben wir zwei Modelle. Einmal hier das Oberteil und einmal die Jacke. Bei der Jacke dann auch ganz raffiniert gemacht. Hier wurde dann der Streifen in den Ärmel genäht. Und genau, also wie gesagt, einfach vielseitig einsetzbar. Jacken, Hosen, Ja. Blusen. Genau. Ja, und auch mal eine schöne, also es ist halt bunt, aber es schreit nicht bunt, weil es halt Genau. so ein bisschen dezentes Watercolor finde ich auch total schön. Vor allen Aquarell so Dingen ein für bisschen, ja. Halstücher finde ich es auch total toll. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Dallas. Dallas ist ein Jeans mit Elastan. Wurden wir immer wieder nachgefragt. Und zwar ist er so ein bisschen ja, moderner, nenne ich jetzt einfach mal, durch den leichten Streifen, den er hat. Oder dieses leicht melierte. Und den gibt es dann in Weiß. Hier einmal in einem Camel, Oliv, Taupe, Jeansblau, einmal ein Dunkelblau, dann ein Nachtblau und in Schwarz natürlich. Und hier haben wir auch eine super süße Hose und hier kann man auch sehen, dass es ideal geeignet ist, auch für den Spielplatz. Also da haben wir auf jeden Fall Platz, sich zu bewegen. Es ist nicht zu eng durch den Elastananteil. Und hier können wir auch sehen, ist natürlich auch die perfekte Kombi mit unserem Strick Yannick, den wir gleich noch zeigen. Machen wir weiter mit dem Artikel Hedwig. Und der Artikelname verrät es schon. Es handelt sich um Eulen. Die sind ab sofort lieferbar. Haben wir in Flieder, Salbei und Beige. Ab sofort. Und das ist natürlich wieder das Eulenthema. Wie vor, Ja, wie lange ist es her? 15 Jahren? Bestimmt. Es kommt wieder, die Eulen. ja, immer mal. Man wird immer mal wieder nachgefragt und ist. Ja, es war ja schon mal richtig. Ja, ja, genau. Und auch Leseknochen, kleine Utensilios, Taschen, Ja. Innenfutter. Ja, aber ich finde vielseitig es aber auch genau. für Kleidchen, finde ich es aber auch Schönes süß. Also ich sehe Design, es, ja. Baumwollwebware sehe ich nicht nur so im Taschenbereich. Und, also ich Nee, finde auch super süße Kleidchen. Ja. Dann kommen wir zu Happy Collection und zwar von Cherry Picking. Kommt gleich noch ein anderes Design.
Und zwar, wir haben ja jetzt ganz frisch Artikel Happy Collection ausgeliefert als Kunstleder. Das hier ist jetzt kein Kunstleder. Das ist, ich würde mal sagen, so eine Art Rucksackware. Also ideal für Taschen oder auch Regenjacken, Mäntel und so weiter. Der ist wasserabweisend, hat auch einen Scheuerungsgrad, also den Martindale von 60.000, also einen sehr hohen Abrieb. Und genau, gibt es einmal das Dackeldesign und dann haben wir gleich noch ein Blumendesign. Genau, den gibt es einmal hier auf Natur, Flieder, ein schönes Dunkelblau und Grau. Und hier einmal das Blumendesign in 3 Farbstellungen. Einmal hier auf Senf, Jeansblau und Grau. Und wie gesagt, ist wirklich eine ganz tolle Ware. Ja, wie gesagt, für Rucksäcke, Taschen, Mäntel und so weiter. Aber auch da zeigen wir Also nochmal. ich habe Oder ja, hier noch einige Taschen. Das ist halt so eine schöne Weekender-Tasche. Dann ist natürlich total toll für Outdoor, also für, wenn man wirklich draußen eine Tischdecke. Also man kann es liegen lassen, es ist wasserabweisend oder eine Sitzbank möchte man damit beziehen oder eine Liegefläche. Also das kann man wirklich alles machen. Natürlich kann man auch wunderschöne Taschen. Hier kann man es einmal sehen, wenn man so eine schöne selbstgebaute Liegefläche hat, kann man wunderbar mit diesem neuen Artikel arbeiten. Hier haben wir die kleinen Täschchen, immer toll, passen mit dem Rex Metallic Kunstleder. Also es sind schon sehr, sehr schöne Sachen, die man mit der neuen Qualität machen kann. Wir können auch einmal zeigen. Hier haben wir einmal ein Poncho oder ein Mantel, der ideal ist fürs Fahrradfahren. Deswegen ist der auch ein bisschen länger und hat hier die Beinfreiheit, dass halt beim Fahrradfahren da nichts stört. Also es ist wirklich nicht nur für Taschen. Ich habe ihn einmal übergezogen, um zu fühlen, wie es sich wirklich anfühlt, wenn man ihn trägt. Aber es ist total weich. Also man denkt es nicht, wenn man so eine Tasche sieht, denkt man, es ist sehr steif, robustes Material. Aber man kann es super für Regenjacken verwenden. Weil natürlich ist es ein bisschen, aber es ist jeder andere Softshelljacke macht auch ein bisschen Geräusche, wenn man sich bewegt. Das ist ganz normal, weil irgendwo muss dieses Wasserabweisende ja auch herkommen. Und das ist wirklich zum Tragen ideal. Hier ist es jetzt gar nicht gefüttert, aber man kann natürlich mit unserem Carlos Vlies das wunderbar abfüttern. Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es total toll, auch für Jacken. Hier haben wir natürlich eine sehr coole Dackeltasche. Und passend zum Thema Dackel durfte ich mir ausleihen von meiner lieben Kollegin. Sie musste nämlich auch direkt zuschlagen, sich was nähen. Das ist eine Leckerli-Tasche und hier haben wir die süßen Beutelchen, die man für ja auch die braucht, guten ne? Sachen Genau. braucht. Ja, aber wir haben die, ich weiß nicht, wie lange es her ist, die Qualität auf dem Tisch gehabt Ja. und ohne Design natürlich. Und dann haben wir einfach überlegt und haben gesagt, das ist eine ganz tolle Tasche. Also bei uns war es ja erst als Tasche gedacht und dann entsteht halt auch sowas. Ja, Und das ist schon echt cool. da waren wir Cooles eine Weile am Material. Überlegen. Also uns war klar, dass wir diesen Artikel unbedingt möchten, Mhm. aber eben welche Designs. Und dann ist das ja auch mit Anke dann auch mit dem Kunstleder in Verbindung. Und Ja, deswegen heißt er auch Happy Collection, genau, wie das Kunstleder, was gerade bei ihm ausgeliefert wurde. weil es eben eine Kollektion so ein bisschen Genau. ist, genau. Und Es ergänzt sich total. ja. Und man kann dann auch wieder schön mit den beiden Qualitäten spielen, die beide zusammenmixen. Ähm, Ja, und wenn und das das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Und in Köln haben wir noch. Ja, genau. Das Thema wird ja auch weiter verfolgt, Ja, weil wir einfach mit der oder von der Qualität überzeugt total. sind. Und genau. Eine super tolle Qualität. Jetzt kommen wir zur nächsten Designerin. Made by Kolu, Echo of Summer, ist ein Viskose-Jersey und hier haben wir ein tolles Design in 3 verschiedenen Farbstellungen, ist auch sofort lieferbar. Ich zeige einmal die lila Variante, Farbnummer. Dann haben wir Rot-Pink. Und einmal Petrol Naturpink.
Aber wir zeigen es natürlich gleich noch einmal an einem großen Stück, weil das ist wirklich ein total tolles Design. Bereit? Immer. Genau, hier haben wir einmal den Jumpsuit. Genau, ist eine etwas körnigere Ware, fällt sehr schön und Ja, also dafür ist es ideal geeignet. Also genau. wenn man mal sieht, also das schmiegt sich wirklich total toll an. Man kann da richtig toll mitspielen. Das jetzt mal zeige, also es trägt nicht auf, aber es ist halt ein mega viskose Jersey, ist halt mega für Jumpsuits. Also Genau. das kann man einfach, das Ja, und ist, es ist auch ein sehr schönes Design. Ne? ja, Also, dafür ist es ideal. ja, Wir können es ja einmal. Also ein Genau. richtig tolles, cooles Design. genau, das ist jetzt der von dem Modell gerade auch. Und dann hatten wir noch zwei. Soll ich nehmen? Ja, ich nehme wohl. Ich muss das sonst auch immer aufknicken. Oh, da gibt es nachher wieder Ärger. Ja. Genau, die etwas kräftigere Farbstellung. Ja, auch sehr schön. Also mit dem Petrol, mit dem Pink und den beiden Rottönen und natürlich Natur, was das Ganze ein bisschen abmildert, finde ich es auch total toll. Würde ich dir geben. Meine Arbeitsteilung. Ich wollte aber sagen. Und Genau, und die einmal dritte Farbstellung. mit diesem Kiwi, Grün, Gelb, Petrolflieder. Also ist richtig cool, wenn man jetzt sich mal das auch da drin vorstellt. Wolltest du weg abnehmen? Ja, danke. Sehr gerne. So, dann geht es weiter mit einem Rip-Jersey. Und zwar Artikel IFA. Genau, sind alles florale Designs. Hier alle auf hellem Untergrund und dann hier mit dem etwas filigraner, mit den kleineren Blümchen. Dann nochmal auf hellem Untergrund und mit den großen Blumen. Dann hier so ein bisschen Aquarell, ebenfalls auf hellem Untergrund. Dann hier auf hell mit den Zweigen in dem Salbei. Und das letzte Design in dem Artikel mit den Blau- und Grüntönen ebenfalls auf hell. Und mit Rip Jersey geht's weiter. Der Artikel Geseke. Auch sofort lieferbar. Hier haben wir super süße Brombeeren auf Naturweiß, Kirschen, Avocados und einmal super süße Zitronen, Erdbeeren und die Wassermelone auf rosa. Alle anderen waren auf Naturweiß und die Wassermelone ist dann auf rosa. So, weiter geht's mit einem Baumwoll-Jersey, Artikel Nils, mit dem Einhorn. Gibt es gleich in zwei Farbstellungen, und zwar einmal das Einhorn, ein bisschen auch Aquarell, und hier einmal der Kombistoff, wobei ich den auch einzeln sehr, sehr schön finde. Könnte man auch ideal als Innenfutter für die ganzen Valk-Overalls nehmen. Das Design gibt es dann auch nochmal in dem Petrol. Hier dann auch wieder der All-Over dazu. Ja, ich finde den Hintergrund so schön. Ja, der ist wirklich toll, ja. Ja. Was ganz anderes, ne? Hintergrund. Entschuldigung. Und dann nochmal ein maritimes Design. Einmal hier mit den Booten. Und hier im Hintergrund ist noch einmal der Streifen zu sehen. Und wir zeigen jetzt nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir einmal das Einhornmodell und hier finde ich die Kombi aus dem Aubergine total toll. Das passt da richtig gut zu, weil das ist auch so ein schöner Aubergine-Ton hier und dann das passende Bündchen hier an die Seite gesetzt. Huch, war wieder links, rechts. Finde ich total schön.
Die Taschen schön abgesetzt. Und hier haben wir einmal die super süßen Boote mit den Tierchen. Und hier einmal in Royal Blau und mit rotem Bündchen. Dann kommen wir zu Safari Animals. Ein Baumwoll-Jersey haben wir auch sofort lieferbar in 2 Farbstellungen. Hier kann man einmal alle Tiere sehen. Zebra, Tiger, Äffchen, Nashorn, Elefant, Krokodil sind alle dabei. Einmal in einem schönen Altmintton und einmal in einem Beige-Ton. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel, ein Baumwoll-Jersey, ebenfalls von der Designerin Hipsom Hub mit den Kakteen. Genau, einmal auf dem hellen Untergrund mit den bunten Kakteen und dann hier einmal der Streifen mit den Herzchen dazu. Und hier haben wir auch ein paar schöne Modelle. Ja, jetzt wird's bunt. Hier haben wir ganz viele bunte Kakteen. Hier einmal wieder mit dem weißen Bündchen, ist natürlich passend. Ganz, ganz viele. Hier einmal die Kombi mit dem Streifen und mit den ja, abstrakten Herzchen. Einmal mit meliert, unser Vanessa Melange. Ja, muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ist ein tolles Design oder 2 tolle Designs in einer Farbstellung. Ja. Dann kommen wir zu dem Artikel Chicken. Und wie der Name es schon verrät, haben wir hier wunderschöne Hühnchen in der Watercolor-Optik. Haben wir auch sofort lieferbar. Einmal auf dunkelblau und hier können wir die ganzen niedlichen Hühner sehen und die Küken dazwischen. Und hier haben wir natürlich auch noch auf weißem Untergrund die Hühnchen. Für alle Hühnchenfans haben wir hier auf jeden Fall alles dabei. Hier haben wir im Hintergrund nicht die Küken, sondern kleine Gräser. Und bei dem dunkelblauen haben wir dann die Küken als Hintergrunddesign. Ja, hier haben wir 3 Modelle. Hier dann einmal mit dem Vanessa kombiniert und genau, ist irgendwie, wahrscheinlich will es keiner hören, so ein Innentier, aber irgendwie ist es, wir hatten ja schon mal ein Jersey, da bin ich auch immer wieder nachgefragt worden und es kommt ja gleich noch mehr mit Hühnern und ja, ist ein schönes Design und was habe ich gesagt? Nee, hast ja recht. Ja, danke. Ja, bitte. Weiter geht's. Dann kommen wir zu Artikel Kids von Yati Yu. Genau, sind 2 Designs. Einmal hier mit der Schnecke auf hellblau und einmal auf rosa. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey. Und dann hier einmal mit den Traktoren. Hier einmal auf blau mit den bunten Traktoren. Und im Hintergrund ist dann der Streifen, der unregelmäßige. Und hier einmal auf dem Jeansblau mit dem blauen Traktor. Und weiter geht's mit Baumwoll-Jersey, der Artikel Happy von Christiane Zielinski. Hier haben wir ein Design in 3 verschiedenen Farben. Hier haben wir Smileys in Neonfarben, Pink, Orange, Gelb und Grün auf Weiß. Und hier sieht man auch im Hintergrund die feinen Sprenkel. Das haben wir auch noch auf einem schönen Mint und einem tollen Pinkton. Genau, hier haben wir auch 3 Modelle dazu, aus jeder Farbstellung 1 und hier dann auch schön kombiniert mit so einem richtig kräftigen Grün. Und ja, das Design, man braucht eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen, ist ein richtig schönes, frühlingshaftes Design. Lasst mich aus oder an? Nein, immer an. Dann kommen wir zum Artikel Melody. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey mit der Schuppe oder mit der Meerjungfrauenhaut, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Einmal in groß und einmal in klein. Ja, hatten wir bisher auf Baumwoll-Webware und viele haben halt danach gefragt und deswegen jetzt auch auf Jersey. Können aber auch Drachenschuppen sein. Können auch Drachenschuppen sein, ja, stimmt.
Und dann wird es einmal fruchtig, hätte ich fast gesagt. Und zwar einmal die Zitrone, die Birne, Orangen mit dem Streifen im Hintergrund, die Limetten, hier haben wir einmal die Erdbeere auf rosa, dann die Erdbeere auf pink, dann die Kirschen und die Erdbeeren auf blau und die Kirschen auf einem Grünton. Der nächste Baumwoll-Jersey ist von der Designerin Lausemia. Hier haben wir den Artikel Fleurs und wie der Name schon verrät, handelt es sich um wunderschöne kleine Blümchen, hier auf weiß, einem schönen Salbeiton und Rauchblau. Und hier haben wir auch noch bunte Blümchen, einmal auf einem Naturuntergrund oder der eher so in die Vanille-Richtung geht, einmal auf dunkelblau. So, dann kommen wir zu Artikel Silas. Silas ist ebenfalls ein Baumwoll-Jersey. Hier einmal mit dem Leo-Muster auf Aprikot. Dann wird es bunt. Und zwar einmal diese großen Blumen und der Farbverlauf in so Regenbogenfarben und einen ganz tollen, unregelmäßigen Streifen. Ja, den finde ich auch total toll für Leggings. Für Sport machen, für Yoga oder sowas. So eine bunte, schöne Hose. Sage ich gleich nochmal eben vorne. Ja, ja, absolut. Und einmal auf hellem Untergrund diese bunten Kleckse. Und hier dann auch nochmal auf hellem Untergrund. Soll ich gehen mal eben nach vorne? Ja. Ich warte hier. Genau. Genau, hier sieht man es einmal. Ein richtig schöner Farbverlauf und dann halt der Streifen dazu. Ein weiterer Baumwoll-Jersey ist der Artikel Olivia. Hier haben wir ganz dezente Designs, die ja, eher wieder in die erdigen Töne gehen. Wer es nicht ganz so bunt mag, also Sommer heißt ja nicht immer bunt, sondern man kann auch gerne schwarz und erdige Töne zusammen kombinieren. Und hier haben wir natürlich ein Leo-Design, das finde ich wunderschön. Ja? Hier haben wir ein Aprikot mit Schwarz, auch ein ganz tolles Muster. Wer keine Blümchen mag, kein Leo mag, ist hier genau richtig. In dem gleichen Farbschema haben wir dieses größere Blumendesign, auch eher abstrakt. Das sieht man auch erst auf dem zweiten Blick. So, jetzt wird scharf. Ja. Dann einmal in dunkelblau mit Naturweiß. Einmal Blümchen auf einem Nachtblau. Dann kommen wir zu Artikel Ulla. Ulla ist ein Modal-Jersey und zwar ebenfalls mit dem Leo-Muster. Hier auch nochmal schwarz mit Terrakotta. Ein bisschen ein abstraktes Muster. Dann haben wir hier einmal mit den Blättern auf blau gehalten. Ja, auf dem Modal-Jersey kommen die Farben auch. Die sind ein bisschen kräftiger. genau. Ja, Die wirken einfach ein bisschen satter, ein bisschen kräftiger. Ja, finde ich auch. Das fasst sich so toll an. Und die Ware, ja gut, das kommt Es jetzt, ist, aber ja. es ist wirklich super weich. Sagen die Kunden aber auch immer wieder wenn man Kollektion und so weiter vorlegt, Modal French Terry, Modal Jersey, was ist das eine schöne weiche Ware. Ja. Genau, hier auch nochmal so ein abstraktes Design mit Natur, Schwarz und Violett. Dann einmal
mit den großen Blumen oder den großen Blättern auf Blau. Und einmal auf schwarzem Untergrund. Und hier, Pauline hat es gerade schon gesagt, die Farben kommen da raus. Das ist wirklich so ein richtig schönes, sattes, kräftiges Rot. Und jetzt kommen wir zu der Gewinnerin der großen Kreativ Selbst Stoffdesign Challenge. Haben wir jetzt das Design und weil wir es so schön fanden, haben wir eine zweite Farbe dazu genommen. Als Modal French Terry. Wir hatten es ja gerade schon über Modal Jersey und der Modal French Terry ist natürlich auch total weich, trageangenehm. Also der Tragekomfort mit Modal ist natürlich noch schöner, noch weicher. Und hier haben wir die beiden Farben. Wir freuen uns sehr, dass wir natürlich wieder den ersten Preis bei uns als Stoffdesign drucken dürfen. Also es ist immer eine große Ehre für uns, den ersten Preis besetzen zu dürfen. Und es macht jedes Jahr wieder Spaß. Also wir haben da total Spaß dran, auch abzustimmen, auszusuchen. Das machen wir auch wirklich immer im großen Team. Das ist nicht so, dass einer irgendwie entscheidet. Das machen wir wirklich alle zusammen. Also das ist keine Entscheidung von einer einzelnen Person. Genau, und auch was danach eingereicht wird. Also gibt es ja so Platz 2, 3, 4, 5, 6. Also es ist dann auch schon schwierig, da was auszusuchen. Wird ja mal themenhaft gemacht. Ja. Mal was Kindliches, mal was Erwachsenes und so weiter. Aber da werden schon tolle Designs eingereicht und es macht schon Spaß und dann auch zu entscheiden, auf welcher Ware man das dann drucken lässt. Und ja, sind ja auch in den letzten Jahren immer mal jemand, mit dem wir dann häufiger was gemacht haben und das passte dann auch einfach, ne? Ja, bestes Beispiel ist die allererste, Mrs. Mint Design. Genau. Das ist natürlich jetzt auch, ja, kann man sich irgendwie gar nicht mehr wegdenken, Mrs. Mint Design bei uns. Das ist immer toll. Ja, freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, weiter geht's mit einem neuen Designer und zwar auf einem French Terry von Claire's Creative Forest. Und zwar ist das ein florales Design auf zwei Farbstellungen und zwar einmal auf Natur und einmal auf dunkelblau. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Cindy. Das Muster haben Sie vorhin schon einmal gesehen, das ist dieselbe Lasche. Das haben wir leider noch nicht da, das ist ein French Terry. Also es kommt ganz normal auf French Terry, unsere normale French Terry Qualität. Hier haben wir mal ein Modell visualisiert, wie man sich es vorstellen kann als Hoodie. Also den können Sie auch als Artikel Cindy ganz normal als French Terry bei uns bestellen, ist auch sofort Mitte Februar lieferbar. Das war auch noch einer, der Mitte Februar kommt als French Terry. Ist ja fast sofort. Ja, es ist nicht mehr lang. So, dann kommen wir zu einem weiteren French Terry, Artikel Monty. Gibt es einmal, oder gibt es zwei Stoffe, genau. Einmal hier nur den Streifen, den man auch einzeln sehr, sehr schön nehmen kann mit dem Blümchen. Und dann hier einmal und so ein bisschen Aquarell gehalten, unregelmäßige Streifen. Und Pauline zeigt auch da nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein ganz süßes kleines Modell. Ich hole es mal weiter nach vorne, sonst verschwindet so. Also richtig toll mit dem Altrosa kombiniert. Finde ich total süß. Und dieser kleine Blumenkranz. Also auch immer richtig tolle Farben. Ja, und hier haben wir ein Design von Mrs. Mint Design, Scribble Hearts. Hier haben wir Herzchen in einer Linie in 3 verschiedenen Farben, kommt auf einem ganz normalen French Terry, so wie der Artikel Cindy, der Regenbogen Leo auch. Auf Weiß, einem schönen kräftigen lila Ton und einem Nachtblau. So, Matthias bereitet gerade was vor. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Geht los? Jo. So, und dann kommen wir zu den Designs von Thorsten Berger. Das ist alles jetzt French Terry. Dürfen natürlich Paneele nicht fehlen und ich habe es vorhin ja schon
angekündigt. Ich wurde noch belächelt, als ich gesagt habe, es kommen noch Hühner. Genau, und Panelhöhe ist wieder 80 bis 85 Zentimeter. Wie gesagt, French Terry. Zeigt dann immer noch mal die Rückseite. Genau, ist einmal der hier. Ja, perfekt so. Genau, und den kann man dann zu beiden kombinieren. Sieht richtig gut aus, wenn du da oben durchguckst. Ja, über dem anderen Hühnchen, meinst du, oder was? Das hast du jetzt gesagt. Ja, hier haben wir auch Modelle visualisiert. Also ich finde es total toll. Also es ist halt auch für jung und Ja, alt. ja. Und ich finde natürlich wieder, der ohne Motiv ist natürlich auch überhaupt kein Kombistoff. Also der steht für sich alleine auf wieder. Ja, das ist bei Thorsten immer so schön, dass es nicht ein Kombistoff ist, sondern die ohne Motiv, die haben halt auch total was also Spezielles, was Neues. Genau, also wir sind da ja dann auch, also mit denen jetzt zwar jetzt nicht, aber mit der Herbst-Winter-Kollektion ist auch häufig werden auch häufig die Kombistoffe noch mehr genommen, weil sie einfach so all over ist. Wer jetzt eben kein Panelfreund ist, die Kombistoffe gehen gefühlt dann immer. Ja. Das ist nicht alles, was Sie sehen, sondern hier ist der Rest. Bei mir ist es alles, was Sie sehen. Also einmal Artikel Dachshund haben wir in 2 verschiedenen Farben. Das ist die erste Farbe. Einmal der Dackel und der geht dann einmal mit seiner anderen Hälfte einmal so rum. Und da kann man total gut mitspielen. Hatten wir auch schon mal, wer sich erinnern kann, bei dem Eichhörnchen von Thorsten Berger, fanden auch alle total toll, dass man es dann um die an der Ecke Seite, laufen. genau, es läuft dann halt einfach weiter. Da war das Puschelschwänzchen vom Eichhörnchen auf der anderen Seite und sowas alles. Das finden in der Herbst-Winter-Kollektion haben wir auch das Mammut, was genauso um die Ecke guckt. Also das ist immer eine tolle Idee. Und ich finde den Streifen auch sehr, sehr schön und vor allen Dingen die Farbkombi ist eine ganz tolle. Genau, und bei dem hier ist es jetzt eben auch so, also was Pauline gerade gezeigt hat mit dem Dackel, das ist ein Panel und das ist ein All-Over. Das ist eben kein Panel. Willst du den Hund? Genau. Ja, und das ist auch eine tolle Farbkombi. Ja. Und wie gesagt, der Streifen von Pauline ist die Farbnummer für All-Over und einmal die Farbnummer für das Panel mit Motiv. Na. Hast du gezeigt? Habe ich noch nicht. So, hier haben wir einmal die Modelle und hier kann man auch sehen, wie toll man damit mit dem Hund spielen kann. Also es ist wirklich für klein und groß. Der freut sich auch. Das ist ein Jubel, ist das. Ja, geh weiter. Falls sich jemand fragt, das Arbeitsklima ist bei uns hervorragend. Das stimmt. Einmal der All-Over dazu passend. Was ist los? Ich gucken einige dann in der Besprechung, wenn du wieder mit Leo um die Ecke kommst. So, jetzt gut. Nö, kannst weitermachen. Und hier haben wir einmal, und hier passend mit dem farbigen, rosafarbenen Bündchen, passend zu der Kuhnase. Also finde ich richtig cool. Und hier sehen wir auch schon Den nächsten. Achso, nee, da. andere Seite. Genau. Ja, genau. Jetzt wird's komisch, ne? Nee, weil du ich habe jetzt mal auf weiß. Antwort das Pinke, hätte ich fast gesagt. Genau. Hier das nächste Panel, die Pauline in der Hand hat, das ist dann wieder all over. Und auch hier ist auf der Rückseite. Und passt unser 746 aus. So leichte Sprenkel. Eike, Vanessa, Heike, Maike ist die das 746 Vorbild gewesen. Ja. Mhm. Ja. Und das Panel gibt es dann auch nochmal in Pink. Ja. Genau. Und das ist das 9345. 5. Ja, aber auch sehr cool. Genau. Wieder 80 cm und dann die
all Ja. overs. Wieder richtig tolle Designs. Also Er war wieder sehr kreativ. ja, freuen wir uns auch, dass das alles so gut geklappt hat. Und wir kommen zum, ich sage mal, vorletzten Artikel, den wir heute zeigen werden. Aber das ist der letzte Artikel unserer Hausmesse. Hier ist der Artikel Yannick. Yannick ist ja auch schon bekannt aus unserer Herbst-Winter-Kollektion. Hier haben wir 3 verschiedene Farben. In unserer Herbst-Winter-Kollektion haben wir auch noch, das sind nicht dieselben Farben, verschiedene Farben, aber das ist jetzt für sofortige Lieferung. Da natürlich im Februar, März, April die Tage auch noch etwas kälter sein können, haben wir gesagt, nehmen wir auch noch einen Strickartikel mit rein, damit man natürlich diese wunderschönen, leichten, sommerlichen, frühlingshaften Qualitäten auch schon tragen kann, indem man sich einfach eine Strickjacke, ein Cardigan, ein Pullover, ein Oversize-Hoodie machen kann und einfach drüber ziehen kann. Ist sofort lieferbar. Hier haben wir ein Rostbraun mit Natur. Dann haben wir ein Rauchblau und einmal ein Petrol mit Natur. Und apropos Herbst-Winter-Kollektion, wie Sie schon gesehen haben, bieten wir Ihnen gerade ein Merino-Musterpaket an. Und das sind unsere Merino-Artikel für die nächste Saison. Die können Sie jetzt schon bei uns vorbestellen. Das ist einmal Merino gekochte Wolle, abgestimmt auf unsere Herbst-Winter-Kollektion, auf die Modefarben. Das ist die bekannte Merino-Qualität von uns. Diese haben wir sofort lagernd und haben die natürlich dann noch zusätzlich. Dazu kommt der Merino-Strick. Merino-Strick hatten wir jetzt in der letzten Herbst-Winter-Kollektion auch schon. Hier haben wir wieder die Basic-Töne und hier haben wir die Modefarben, wieder passend zur Kollektion. Merino-Strick ist ja ein Interlock-Jersey, ein Feinstrick. Also wer ihn noch nicht kennt, gerne die Farbkarte anfordern. Also es ist ein richtig toller Artikel. Ja, der Und wahnsinnig einsatzfähig ist. Er Ja. ist halt für ganz viele. atmungsaktiv, er ist geruchsregulierend, Wärmend. wärmend. Also ich sehe ihn auch für Unterwäsche, ich sehe ihn aber auch für Rollis, ich sehe ihn für Loops, für Mützen, für Stirnbänder. Also er ist Alles Mögliche kann man super damit soft, machen. super weich und Rückmeldung, Hosen, Kleider auch. Ja, ganz normale Pullover, ganz normale genau. Langarmshirts, die man sich Aber- drunter zieht beim Skifahren. Ja, aber auch eben genau diese ganzen Funktionsgeschichten, diese ganzen Funktionsgeschichten, die man auch eben, das ist noch jemand anderes, diese ganzen Funktionsgeschichten sind halt auch eben mit diesem Artikel wirklich, Kann man alles mitmachen. kann man eben alles mitmachen, genau. Ja, aber ich Warte, muss mal eben den Du willst erst? Okay. Merino Vlies noch Ja, eben ja. schnell. Dann haben wir Der ist ja auch ein Merino wichtiger zusammen. Artikel. Ja. Dann haben wir natürlich noch unser Merino Vlies in den Basic-Tönen und dann wieder in den Modefarben der Kollektion. Und dieses wunderschöne Musterpaket können Sie natürlich dann bei uns anfordern. Wir senden Ihnen das raus und die können Sie auch sofort bei uns im Online-Shop vorordern. Und dieser ist natürlich als Standard immer verfügbar. Genau, und hier noch einmal den Trick, den Pauline gerade nochmal vorgestellt hat, den hatten wir ja vorhin schon gezeigt mit dem Artikel Paul. Genau, und der ist jetzt eben halt einmal sofort lieferbar in den 3 Farben, die Pauline gerade gezeigt hat, aber eben auch in der Herbst-Winter-Kollektion, da haben ihn ja schon einige von euch gesehen und da kam er eben gut an, wir haben gutes Feedback bekommen und ist in meinen Augen auch ein Ganzjahresartikel. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann haben wir schon. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, alle Artikel, die wir gerade gezeigt haben, sind ab dem 6. Februar morgens um 9 oder gegen 9 online. Ware wird dann schnellstens verschickt. Ein paar Artikel waren ja für etwas später, die kommen dann 1, 2 Wochen später oder 2, 3 Artikel waren es ja auch für März. Und genau, und dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns auch in Norton zu besuchen am 13., 14. und 15.
Februar, also Freitag, Samstag, Sonntag. Ihr könnt auch das ganze Jahr überkommen, aber da wird dann nochmal fürs Haben wir. leibliche Wohl gesorgt. Genau. Gut. Alles Sonst gibt es vorbereitet. auch was bei Sonst uns. haben so wir ist es auch nicht. wohl was. Aber genau, da nochmal explizit. Und wir stellen auch die Herbst-Winter-Kollektion komplett vor, anhand der Modelle. Das kommt auch immer gut an. Mhm. Das Ganze machen wir dann ja auch nochmal in Köln. Wenn ihr da noch irgendwie Tickets braucht, sagt gerne Bescheid. Das ist ja dann im März, den 20., 21. und 22. Da zeigen wir dann Herbst, Winter und dann ja nochmal unsere Große große Köln-Kollektion. Köln-Kollektion. Und gut, du hast jetzt einen Artikel vorweggegriffen. Es wird natürlich auch ein Vanya wiedergeben in tollen Ja, Farben. also es wird auf jeden Fall in dem Und, nächsten Video da ein Sofa stehen. Also das kann ich jetzt schon mal verraten. Genau. Und also die Vorbereitungen laufen bei uns auf Hochtouren. Es gibt viele Ja. neue Artikel in der nahen Zukunft und auch immer in Newslettern. Aber das war jetzt erstmal die Und Hausmesse-Kollektion. wer Tickets braucht für die Kölnmesse, einfach anfordern über unser Formular. Das schicken wir dann direkt raus. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und dann eine gute Zeit, gute Geschäfte und bis ganz bald. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.